schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich, wie man ganz einfach und schnell aus wenigen Zutaten eine schmackhafte, gesunde Suppe aus roten Linsen macht. Zum Vorbereiten der Zutaten kann man alles schon vorweg schneiden und sich hinstellen. Das ist sinnvoll, wenn man einen Moment Zeit hat und die Suppe später schnell zum Kochen bringen will. Hat man aber gerade nicht die Zeit, kann man alles auch nacheinander während des Kochens schneiden, dann sollte man auf die richtige Reihenfolge achten. Beim Anbraten fängt man immer mit der Zwiebel an, da man mit Zwiebel Röstaromen erhält. Sie wird also zunächst geschält und grob gewürfelt. In einem ausreichend großen Topf wird etwas Olivenöl erhitzt und die Zwiebel wird hinzugefügt. Da ja noch die weiteren Zutaten vorbereitet werden müssen, sollte die Zwiebel nicht zu heiß angebraten werden. Es werden also die Karotten geschält und da ich auch noch Kartoffeln benötige, wird diese auch gleich mit geschält, dann sind alle Abfälle sofort weg. Da Karotten recht hart sind, kommen sie als nächstes zu den Zwiebeln. Die Würfel sollten höchstens eine Kantenlänge von 1 cm haben. Es ist vollkommen egal, wie krumm und schief sie geschnitten sind. Aber wer will, kann das Ganze natürlich als eine willkommene Übung im Gemüseschneiden nutzen. Die Karotte kommt zu den Zwiebeln, alles wird verrührt und weiter schmoren gelassen, damit das Gemüse zum einen schon mal warm wird, aber auch damit sich außerdem auch noch Röstaromen bilden können. Darum geht es ja immer beim Kochen. Die Kartoffeln, 1 oder 2, je nach Größe, werden ebenfalls in Würfel geschnitten und kommen zu dem anderen Gemüse im Topf. Da rote Linsen beim Kochen ihre schöne orangene Farbe verlieren, ist es sinnvoll, in der Suppe weitere Zutaten zu verwenden, die die Farbe ersetzen. Deswegen habe ich auch noch eine Spitzpaprika in Stücke geschnitten, nachdem ich natürlich erst die Kerne entfernt habe. Sie kommen ebenfalls zum restlichen Gemüse und werden untergerührt. Jetzt wird gesalzen. Das erscheint sehr viel Salz, es ist aber zum einen Meersalz, das etwas milder ist, zum anderen werden keine Brühwürfel oder ähnliches verwendet. Wenn man Salz zufügt, kann auch gepfeffert werden. Auch hier nicht zu sparsam sein, ihr werdet gleich sehen, warum. Des Weiteren wird auch noch etwas Tomatenmark zum Gemüse gegeben, der Farbe wegen, aber auch, weil das Tomatenmark eine feine Säure mit sich bringt. Für alle, die sich vielleicht wundern, nein, ich habe nicht vergessen, dass ich eine Linsensuppe mache. Jetzt kommt auch endlich der Namensgeber in den Topf. Hier habe ich eine halbe Tasse rote Linsen, welche ich zuvor mit Wasser abgebraust habe. Sie kommen zum Gemüse und werden untergerührt. Jetzt wird mit einem knappen Liter Wasser aufgegossen. Das mag euch vielleicht etwas viel erscheinen, aber die Linsen wurden ja nicht über Nacht in Wasser eingeweicht und werden demzufolge noch viel Feuchtigkeit aufnehmen. Alles wird nochmal umgerührt oder auch nicht. Jetzt kann man die Hitze erhöhen, damit der Topfinhalt möglichst schnell zum Kochen gebracht wird. Hier gebe ich noch 2 zerdrückte Knoblauchzehen in den Topf. Das mache ich extra erst jetzt, damit der Knoblauch beim Anbraten nicht bitter wird. Außerdem kommt etwas Paprikapulver dazu. Wer möchte, kann auch noch etwas, also einen Hauch Chilipulver oder Sriracha-Soße verwenden. Alles wird zum Kochen gebracht, mit Deckel geht's natürlich wie immer schneller. Das ist hier jetzt der Fall. Man reduziert die Hitzezufuhr auf eine kleine Stufe zurück und lässt alles 15 bis 20 Minuten unter dem Deckel leise vor sich hin köcheln. So, die Zeit ist um. Hier rühre ich den Topfinhalt um und ich hoffe, man kann sehen, wie die Linsen aufgequollen sind. Beim Umrühren werdet ihr auf jeden Fall merken, dass der Topf jetzt voller geworden ist. Man sollte testen, ob die Kartoffeln und Karotten weich sind, ebenso die Paprika.
Jetzt wird alles einfach mit dem Pürierstab püriert und die Suppe ist fertig. Man sollte sie allerdings noch einmal abschmecken. Ich habe zum Beispiel noch etwas nachgesalzen. Es kann auch sein, dass sie nach dem Pürieren etwas zu dick geworden ist, dann gibt man noch etwas Wasser hinzu. Sollte sie für euren Geschmack zu dünn sein, müsst ihr sie noch unter ständigem Rühren ein wenig kochen lassen, wobei sie einreduzieren wird. Lange Rede, kurzer Sinn, die Suppe ist fertig, es kann gegessen werden. Man reicht Brot dazu. Nach der Weihnachtszeit und ihrem reichlichen Essen tut diese Suppe richtig gut. Nach einem Spaziergang im Schnee oder nach einem langen Tag im Büro wärmt sie einen schnell wieder auf. Vielleicht probiert ihr dieses Essen hier einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Rote Linsensuppe. Für 2 bis 4 Personen, je nachdem, ob es eine Haupt- oder eine Vorspeise ist. 2 Esslöffel Olivenöl, eine mittelgroße Zwiebel, 2 Karotten, 1 bis 2 Kartoffeln, ca. 120 Gramm geschält, eine rote Spitzpaprika, ein Teelöffel Meersalz, Pfeffer, 100 Gramm rote Linsen, 800 Gramm Wasser, 1 bis 2 Knoblauchzehen, eine Prise Paprika. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.